Hallo meine Lieben, ich bin Adel und ich lebe in meinem Camper in Griechenland. Bin aktuell auf Kreta mit meinen zwei wunderbaren Hunden, Gordi, die gerade so ein bisschen hier Ausschau halten in diese ferne Umgebung und schauen nach den Ziegen. Aber heute sind hier keine, zumindest nicht in Sichtweite. Ja, ich habe im letzten Video über den Kontakt zur geistigen Welt beziehungsweise auch zu Außerirdischen gesprochen. Also hauptsächlich eigentlich zu den Außerirdischen, die sich bei mir gemeldet haben, von den Plejaden über die Akasha-Lesung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, darauf aufbauen möchte ich, wie kommuniziere ich oder wie kommuniziert die geistige Welt mit uns, also mit mir, aber auch mit anderen. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Mittel, die man nutzen kann, die uns gegeben werden und die wir dann für eine gewisse Zeit nutzen können. Hier muss ich lang. Ja, der Wind, der dreht hier irgendwie. Ich gehe jetzt mal zu dem Strand. Weil hier gibt es ja verschiedene Strände. Und ich gehe mal dann dahin, wo der Windschatten ist. Aber der Wind hat sich schon gelegt. Also in den letzten paar Tagen war es ziemlich windig. Aber auch wärmer. Heute ist es nur 15 Grad. Also so wie in Deutschland aktuell. Und zumindest in den letzten Tagen. Wo muss ich denn hier hin? Ich war ein bisschen irritiert von der Beschilderung. Hier gibt es tatsächlich Schilder. Also Kreta eignet sich sehr zum Wandern. Auf Peloponnes habe ich da nicht so viele Wanderwege entdeckt, beziehungsweise keine Beschilderung vor allem. Hier auf Kreta ist natürlich ein bisschen mehr Tourismus und deshalb gibt es das auch dann, was man nicht alles tut, ne, für die Touris. Aber hier, wo ich bin, ist recht wenig los. Also ich bin fast ganz alleine normalerweise. Gestern habe ich nur 3 Leute gesehen. Ja, ich bin ziemlich fernab. Um hier hinzukommen, muss man schon eine Stunde wandern. Hier kommt man nicht mit dem Auto hin. Ja, also. Und da ich sowieso mit meinen Hunden gehen muss jeden Tag, die brauchen auch ihren Auslauf, dann nutze ich das. Hey, ihr zwei. Gordi! Wie immer nutzen die das aus, wenn ich abgelenkt bin mit Video aufnehmen. Dann laufen die einfach vor. Gordi! Ja, also ich habe mir überlegt, für dieses Video erzähle ich mal die Mittel, die ich bisher genutzt habe oder nutze, um mit der geistigen Welt zu kommunizieren, für meinen aktuellen Bewusstseinsstand. Es gibt ja Menschen, die können ja direkt mit denen kommunizieren, telepathisch, zum Beispiel über die Akasha-Lesung. Ja, dann macht man ein Gebet zum Eröffnen der Akasha und dann, dann kommt die geistige Welt, dein Geistführer oder wer auch immer, der sich gerade angesprochen fühlt und der weiß ja schon, was du fragen willst. Oder du hast schon die Fragen notiert, aber oft wissen wir ja schon, was wir wollen. Und dann kommt derjenige, der passend ist. Bei mir kam zum Beispiel mal ein altägyptischer Gott, der Tot, T-H-O-T, der hat so einen Schnabel, wie so ein Vogel, also wie so ein Seevogel, der im Sand so rumpickt, ne, oder im seichten Gewässer. Das ist der Tot. Das ist der Gott für Wissenschaft,
Schrift, Kunst und Wort, alles was damit zu tun hat. Wissen und Weisheit. Und ich habe vorgehabt, über 2 Bilder zu fragen. Einmal habe ich so ein Papyrusbild aus Ägypten. Also ich bin ja halb Ägypter. Ich war dazu im Urlaub und habe dann ein Papyrusbild gehabt mit so ein paar Hieroglyphen drauf und einem Mann und einer Frau, die sich da gegenseitig was geben. Aber so halt in diesen altägyptischen Wandbildmalerei-Art. So richtig schön. Kann ich gleich mal einblenden. Kann ich eigentlich hier in dem Video einblenden. Dann und ein anderes Bild, das ich mal geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Das ist richtig, richtig schön. Das blende ich auch ein, wenn ich das finde. Ich habe es jetzt nicht mit, aber ich kann es online finden. Und das heißt Beyond a New World. Quasi Beyond, hinter einer neuen Welt oder so heißt das. Das ist richtig, richtig schön. Und da wollte ich halt die Bedeutung wissen, ob da eine tiefe Bedeutung hintersteckt, auch bei den Hieroglyphen oder so. Ne? Und da kam der Todd. Der sagte dann, natürlich, der fühlte sich angesprochen, erstmal wegen dieses altägyptische, aber auch, weil er ja derjenige ist für Kunst und Wissen und Weisheit. Ja? Also ich hätte jetzt keinen besseren kriegen können, der mir die Antwort geben könnte. Okay, also dann, die sagen normalerweise nicht, wer sie sind, erst wenn man nachfragt. Und ich bin dann neugierig. Ne? Und erstmal hat er mir die Antwort gegeben. Ja, also bei dem ersten Bild, ja, die Hieroglyphen, das ist einfach nur Malerei, Kunst ohne Bedeutung. Ja? Einfach so dahin gemalt. Und ja, und das Bild bildet einen Mann und eine Frau ab, das Geben und Nehmen zwischen Mann und Frau. Das war sehr interessant. Also meine damalige Freundin, die hat sich das Bild jetzt nicht angeschaut, die hatte die Augen zu und hat das dann so gesagt. Ne? Also die hat das auch nicht von sich aus so interpretiert oder so. Aber dann haben wir es erkannt und das war sehr interessant. Das passte eigentlich auch zu unserer Beziehung. Dann das andere Bild, da sagte der Todd, ja, das ist halt die Welt, in der du hingehst. Ja, auch sehr interessant. Also er war sehr kurz angebunden. Dann habe ich gefragt, ja, wer ist denn da eigentlich? Ne? Dann sagte er, Todd. Ganz kurz, Todd. Oh, okay. Also er spricht dann über den Mund von dem Medium. Ne? Und dann war ich schon ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, wow, ein altägyptischer Gott, Todd, meinte ich, bist du der altägyptische Gott? Und er so, ja. Okay, alles klar, gut, keine weiteren Fragen. Also, dann einmal kam mein verstorbener Vater. Der hat sich auch einmal gemeldet bei mir, weil er gesagt hat, sagen ja mal, ja, sei gegrüßt, mein Kind, oder, ne, oder so irgendwie, sei gegrüßt. Und dann sagte der irgendwann, mein Sohn. Dann habe ich nachgefragt, wie mein Sohn? Bist du es, mein Vater, mein verstorbener Vater? Und dann, ja. Und dann hat er dann noch so ein paar Sachen gesagt, dass er stolz auf mich ist und so weiter. Ne? Ja, also, und dass er mich liebt über alles und keine Ahnung was. Ja,
Also selbst die Verstorbenen begleiten uns ja noch, ne, energetisch. Dann, ja, wie gesagt, im letzten Video hatte ich die Plejaden, das sind meine Sternengeschwister. Die haben sich dann gemeldet und mir diese Botschaft gegeben. Ich wusste das vorher nicht, dass das meine Sternengeschwister sind. Ja, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das mal gerne anschauen. Das ist eine sehr interessante Story. Dann, ja, das war es eigentlich. Also so viele Lesungen hatte ich persönlich jetzt nicht gemacht. Dann, oder nicht nachgefragt. Also oft kam ganz allgemein so, sei gegrüßt, sei in der Liebe, sei im Vertrauen. Die würden niemals uns sagen, sei in der Panik. Deshalb rate ich jedem, der sich soziale Medien anschaut oder auch öffentliche Medien im Fernsehen, alles, was mit Panikmache zu tun hat, würde ich Abstand nehmen. Es dient uns zwar einerseits, diese Negativität dient uns, um einen Antrieb zu haben zur Veränderung. Ja, wenn alles toll wäre und so, dann würden wir uns nicht verändern. Deshalb leben wir in dieser Dualität, damit wir uns weiterentwickeln. Deshalb gibt es ja eigentlich gibt es kein Gut und Böse. Im Nachhinein ist alles gut. Für mich ist es, sage ich das so. An sich ist es neutral, aber ich sage immer, es ist gut. Gotti! Ist schon wieder zu weit. Junge, Junge. Mal haut der ab und mal haut der andere ab. So, selbst die Negativität ist gut, damit wir uns verändern, damit wir uns aufregen. Ja? Ich habe das ja in einem Video erzählt, da habe ich die Wut gelöst in mir, die innere Wut, und habe danach den Sinn erkannt, warum ich die bis jetzt noch mit mir getragen habe, von der Kindheit an. Und es hat mich einfach hierhin gebracht. Das ist eigentlich, wenn das nicht gewesen wäre, meine innere Wut, dass ich mich über Sachen auch dann aufrege im Außen, ja, dann hätte ich Deutschland nicht verlassen, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also der Wunsch oder der Traum war ja immer schon da, im Süden zu leben, aber nicht jetzt so schnell vielleicht, ich weiß nicht. Es war jetzt alles genau perfekt, alles kommt zu seiner Zeit. Deshalb sage ich auch immer, was für mich passt, muss auch nicht für andere passen. Aber jeder kriegt vielleicht durch meine Worte ein Schnipsel Inspiration, wie so ein Puzzlestück, das zu seinem Leben dann passt. Es gibt ja eine Fülle an Möglichkeiten. Und ja, gut. Wie kontaktiere ich die geistige Welt, wenn ich jetzt kein Medium habe, das telepathisch Kontakt aufnehmen kann? Also ich selber kann ja immer mit meinen Worten, meiner Schrift, oder wenn ich etwas auf einen Zettel schreibe und eine Frage stelle und ans Universum schicke, oder Gebet, also Gedanken sogar, einfach nur denken, ja? Dann kommt das auf jeden Fall telepathisch an. Aber die Antwort kommt nicht telepathisch an bei mir, weil ich zu sehr noch im Außen bin. Ich bin nicht in der Ruhe und in der Stille, deshalb verwechsel ich meine Gedanken. Also die kommunizieren mit uns, aber wir wissen nicht. Manchmal haben wir Ideen, aber wir wissen nicht oder merken das nicht, dass das vielleicht deren Kommunikation ist, um uns zu führen. Also ich habe dann eine Zeit lang zum Beispiel I Ching wird das geschrieben, ein altchinesisches Orakel genutzt. Man wirft dann Münzen
Und dann macht man so ein Hexagramm und so weiter. Das habe ich einmal am Anfang gemacht, das dauert eine halbe Stunde. Dann kannst du eine Antwort daraus lesen. Du stellst vorher eine Frage, geistig, oder schreibst es auf. Der eine da, der andere da. Das ist ja echt. Hinten ist der Gordi. Und hinter mir ist der Gordi. Und der Strand ist da vorne. Sind wir gleich da. Also, das I Ching. Wow. Also, bevor ich mit dem I Ching anfange, ich hatte Kontakt zu einer Frau in Mexiko, gerade als ich Single war vor 5 Jahren. Da fing meine spirituelle Reise quasi an. Die war Wahrsagerin, kam aus New York und die hatte immer so auf Zahlen geguckt, Doppelzahlen. Und dann hat sie mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann meinte sie, es sind Engelzahlen, die haben eine Bedeutung. Und dann guckte die sich mal an. Okay, dann habe ich mir die, dann auf einmal fing das bei mir auch an. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und dann ging es richtig ab. Das war kein Zufall mehr, das waren schon Zeichen. Und so kommunizieren die Engel bzw. die geistige Welt auch mit uns. Wenn man oft Doppelzahlen sieht oder Triple oder Quattro oder mehr, also ich hatte schon die verrücktesten Sachen, teilweise bis zu 8 Mal am Tag, also richtig verrückt. Und ich habe nicht oft auf die Uhr geguckt oder so oder auf Zahlen. Es kam einfach. Quasi so, als ob ich gelenkt werde von den Augen oder so, ich weiß nicht. Aber das gibt mir einfach eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, oder dass sie bei uns sind, dass sie uns begleiten. Also in schweren Zeiten kriege ich die Doppelzahlen auch und dann werde ich quasi ruhiger und denke mir, ja, okay, ist alles gut. Ich werde unterstützt und das hat alles seinen Sinn. Also ich gucke mir die Bedeutung von den Doppelzahlen nicht mehr an. Jede einzelne Zahl hat auch ihre eigene Bedeutung, weil sie ihre eigene Schwingung hat. Ja, dann habe ich mit einem Freund darüber geredet und der hat mir das I Ching dann vorgestellt und dann habe ich mich damit befasst. Und das hat mir sehr, sehr geholfen in der Zeit, wo ich Single war. Und das hat mir immer wieder Mut gegeben. Ich war in eine Frau verliebt, aber das zog sich ziemlich. Also ich habe mich nicht sehr, immer wenn ich einen Schritt auf sie zugegangen bin, ist sie unbewusst, sage ich mal, einen Schritt zurück. Und dann habe ich es wieder sein gelassen. Normalerweise lasse ich dann die Finger davon. Aber das I Ching hat mir immer wieder gesagt, ich soll Geduld haben und so weiter. Ne? Und ich habe mich danach daran gehalten. Also immer diese Nachricht, die ich bekommen habe, habe ich vertraut und habe gedacht, okay, komm, lassen wir mal. Schauen wir mal. Und das hat mir auf jeden Fall die Kraft und den Mut gegeben, abzuwarten zur rechten Zeit. Ein halbes Jahr später sind wir zusammengekommen. Ohne dass ich das irgendwie erzwungen habe. Und diese Beziehung war eine sehr, sehr intensive Beziehung, habe ich ja schon öfters gesagt. Das war also mitten in meiner Transformationszeit, also seit 5 Jahren. Also vor 4 Jahren sind wir zusammengekommen. Und 3 Jahre war sehr, sehr intensiv und das hatte alles seinen Sinn. Ich schätze mal, das ist meine Dualseele gewesen. Oder ist meine Dualseele. Man sagt von Dualseelen, dass die zusammen durch Auf- und Abs gehen, hoch und runter, sehr stark verbunden sind und somit auch nicht so schnell sich trennen, bei jedem kleinen Up oder großen Up, sondern sich immer wieder zusammenraffen und dann geht es weiter in der Entwicklung. Wir hatten so viele Selbsterkenntnisse dadurch, durch die Konfrontation und den Konflikten. Das I Ching habe ich vorhin extra befragt, also ich mache es immer seltener, muss ich sagen. Ich brauche es eigentlich nicht mehr.
Das ist ein schönes Hilfsmittel, wenn du noch nicht in deiner ganzen Kraft bist. Ab und zu kannst du auch Spaß mal fragen, ja? Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich geleitet werden muss. Also so, ich vertraue meiner Intuition mittlerweile immer mehr, dass ich nicht mehr diese Hilfsmittel unbedingt brauche. So ein Gefühl habe ich. Das habe ich noch vor ein paar Jahren fast jeden Tag und mehrmals befragt. Also irgendwann, das ist dann übertrieben. Ne? Und vorhin habe ich mal aus Spaß, jetzt extra kurz vor dem Video, damit ich erzählen kann, was sie mir gesagt haben oder geschrieben haben. Also ich habe dafür ein Online-Tool, das über einen Zufallsgenerator quasi mir die Antwort gibt. Das sind 64 Hexagramme und darunter sind Wandlungstexte nochmal jeweils 6. Also es sind schon viele Antwortmöglichkeiten, aber die sind sehr, kann man sagen, kompliziert manchmal ausgedrückt. Und dann musst du dann selber verstehen und interpretieren, was sie meinen. Aber durch deine geführte Intuition verstehst du es dann. Ich werde den Text mal in meinem Telegram-Kanal Adel der Reisende, wer ein Telegram ist, kann gerne dazukommen. Da teile ich manchmal solche Extras. So, also meine Hunde sind bei mir, chillen genauso. Das sind echt zwei Beach Boys auch. Ja, es ist recht warm, so in der Sonne ohne Wind jetzt. Im Windschatten ist es echt mit 15 Grad schon sehr heiß. Die Sonne prallt schon. Ich springe gleich mal ins Wasser. Ich komme aber jetzt zum Abschluss. Viel mehr kann ich gar nicht sagen, weil ich selber noch auf dem Weg bin mit der Kommunikation, mit der geistigen Welt. Also über die Akasha-Lesung gibt es so ein Gebet. Man kann auch selber sich was sagen, aber dieses Gebet, das schützt dich auch. Ne? Ich glaube, das ist von der Gabriele Orr. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt entwickelt hat. Ich werde das mal auch in meinem Telegram-Kanal teilen. Dann kann jeder für sich das mal ausprobieren. Also meine Mutter, die hat das ohne ein Seminar zu besuchen oder einen Workshop, hat sie das für sich gemacht und konnte danach mit der geistigen Welt so kommunizieren. Hat einen super tollen Text mir geschickt auch. An sich kann jeder Mensch telepathisch kommunizieren. Der eine früher, der andere später. Aber wir können das alle. Wichtig ist, dass man in die Stille kommt. Quasi meditiert vorher vielleicht. Ich muss das auch mal üben, also man kann das üben. Ne? Ich habe das noch nicht oft probiert. Ich hatte schon mal Eingaben bekommen, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Substanz zu mir genommen habe, dann öffnet sich dann bei mir auch was. Auch bestimmte Symbole öffnen auch etwas. Habe ich ja auch schon in einem Video erzählt über die Symbole. Dann ja, mit der Telepathie wollte ich noch was sagen, oder mit den Channelings. Also man kann auch, also es gibt Akasha-Lesungen und Channelings. Habe ich im letzten Video den Vergleich gemacht oder den Unterschied beschrieben. Beim Channeling kommt die Energie des Wesens oder der Geistwesens in deinen Körper. Du spürst das total. Beim Akasha-Lesen eigentlich nicht. Das ist eher Telepathie. Wie eine Unterhaltung quasi. Man sollte alle Botschaften, die man erhält, nicht nur in den Medien oder sozialen Medien, auch. So, jetzt habe ich aber die maximale Aufnahmezeit erreicht. Deshalb hat mein Handy
wieder abgebrochen. Ich habe noch was gelöscht und jetzt komme ich aber zum Schluss. Langsam. Wenn ich das sage, brauche ich immer noch 10 Minuten mindestens. Also, man sollte alle Botschaften, die man erhält, in Frage stellen und mit seiner Wahrnehmung abgleichen. Du bist der Schöpfer deiner Realität. Das sage ich ja immer wieder. Du bist so mächtig, wenn du dann Selbstermächtigung kommst. Und dann brauchst du eigentlich gar keine Botschaften von außen, auch nicht von der geistigen Welt unbedingt, weil die Botschaften, die kommen ja so zu dir, von deinem höheren Selbst oder wer auch immer, aber die rechten Botschaften kriegst du. Da musst du eigentlich nicht mehr irgendwas in Frage stellen. Deshalb bei mir merke ich immer weniger, also dass ich da offene Fragen habe oder dass ich mich groß noch analysieren muss im Horoskop oder Numerologie. Das sind auch noch Mittel, die man verwenden kann, um ja, sein Leben zu analysieren und wo es hingeht. Ja. Man kann auch falsche Botschaften erhalten. Also je nachdem, ob wenn du nicht gut genug geschützt bist, kannst du auch von anderen Wesen komische Botschaften erhalten. Und dann ist es auch nicht so förderlich. Man kann eigentlich eine Grundregel machen. Alles, was mit Panikmache zu tun hat, ist nicht von der lichten Seite. Alles, was in dir Angst auslöst, würde ich sagen, ist nicht wirklich lichtvoll. Die würden nie sagen, sei in der Panik. Die sagen immer, sei im Vertrauen, sei in der Liebe. Ja. Was gibt's noch? Ach so, Telepathie. Das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Ich habe, als ich noch nicht mit meiner Freundin zusammen war, und ich war ja so verliebt, dass ich unbedingt mit ihr ein Date haben wollte, aber die hat sich nicht gemeldet. Also ich habe auch nicht direkt danach gefragt, nach einem Date, aber ich habe ab und zu mal ihr was geschrieben. Und dann hat sie wieder ein paar Tage nicht geantwortet. Und dann beim letzten Mal dachte ich, boah, ey, das nervt ja so sehr. Dann habe ich meditiert, eine Wunschmeditation gemacht, halbe Stunde geführt und habe mir dabei gewünscht, dass sie sich bei mir meldet und dass wir ein Date haben werden. Ich sag euch, das ist bei ihr angekommen. Während der Meditation hat sie mir geschrieben auf meinen Text, den ich ihr vor 2 Tagen vorher geschrieben habe, schreibt sie mir, als ich dann aufs Handy geschaut habe, nach der Meditation stand da, komischerweise habe ich gerade an dich gedacht, ja, wollen wir uns nicht mal treffen? Hier ist meine Handynummer. Also wir haben uns noch nicht über Handy ausgetauscht, sondern nur über Messenger. Oder so, wow, ich bin in die Luft gesprungen, ey. Das ist Telepathie. Oder wenn du an jemanden denkst und der ruft an. Also das kennt eigentlich fast jeder, ne? Das sind Synchronizitäten, aber das ist auch Telepathie. Ja, also ich werde das auch noch mal für mich ausprobieren. Einfach mal so Akasha-Lesung. Ich teile das gerne in meinem Telegram-Kanal und ja, freue mich, wenn euch das ein oder andere geholfen hat vielleicht, das für sich auszuprobieren. Ich weiß, viele in meinem Kanal sind schon viel, viel weiter in der Hinsicht. Aber vielleicht könnt ihr mir auch ein paar Inspirationen geben oder den anderen. Gerne bringt euch ein. Und ja, eine Sache zum Abschluss möchte ich sagen, weil ich habe das oft gemacht, ich habe mich verglichen.
mit meiner Freundin zum Beispiel, die konnte das, die hatte da die Gabe. Und ich habe dann gedacht, warum kann ich das nicht? Und war immer wieder enttäuscht. Die hat Energien gespürt und dann irgendwas abgelöst und fühlte sich dann frei in dem Moment. Und ich so, habe auch für mich vieles gemacht, aber nichts gemerkt. Und dann war ich immer wieder enttäuscht. Ich konnte nicht visualisieren, ich habe keine Bilder bekommen. Und ja, die war viel feinfühliger, die war auch schon viel weiter, aber in einer anderen Hinsicht. Also, ich habe andere Gaben und die habe ich jetzt erkannt. Wenn ich jetzt die Gabe hätte, zum Beispiel Leute, Menschen zu heilen, Energieheilung oder anderweitig, oder zum Beispiel in der Akasha oder zu lesen oder channeln oder ja, so irgendwie Menschen zu dienen, dann würde ich wahrscheinlich nicht dieses Video hier machen oder diese Videos. Ich bin so dafür hingeführt worden, dass ich quasi meine Stärken weitergebe. Und das ist einfach mein Licht verbreiten, den Menschen helfen, indem ich ihnen Mut mache, Hoffnung und motiviere und Brücken baue. Also zwischen den Welten kann man sogar sagen. Da hatte jetzt ein Freund von mir, weil ich das auch in einem Video gesagt habe, ich bin ein Brückenbauer, hat er mir ein Video von dem Jürgen Fiss, oder Jürgen aus Tirol, wie er sich auch nennt, geschickt. Das ist auch ein Komplettaussteiger, war ein Hotelier und der hat einen ähnlichen oder einen ganz anderen Weg, sage ich mal, aber auch, also der geht einen ähnlichen Weg als Pionier und der bezeichnet sich als Brückenbauer, ein spiritueller Brückenbauer. Und das ist quasi unsere Aufgabe, Menschen mitzuziehen in die höheren Bewusstseinsebenen und zu zeigen, dass es noch viel mehr gibt als das, was wir hier in der 3D-Matrix wahrnehmen. Und das kann uns auf jeden Fall Hoffnung geben in diesen schweren Zeiten, in diesen Krisenzeiten. Und wenn man damit keinen Kontakt hat, dann denkt man, die Apokalypse steht bevor. Und das ist nicht so. Das ist alles ein Film, eine Inszenierung, ein Spiel. Das Spiel des Lebens, sage ich immer. Und und in meinen ganzen Videos habe ich das ja schon alles beschrieben. So, ja, das ist halt meine Aufgabe. Und deshalb vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder Mensch spielt hier seine Rolle, seine eigene Rolle im Spiel des Lebens. Du spielst die Hauptrolle in deinem Spiel des Lebens und die anderen sind die Statisten. In diesem Sinne, ciao mit Au, nein, ohne Au. Tschö mit Ö. Und bis zum nächsten Mal. Euer Adel, der Reisende kann man noch sagen. Ich reise noch wahrscheinlich, aber im Moment bleibe ich so ein bisschen länger so an bestimmten Plätzen. Ich wünsche euch alles Gute, Licht und Liebe. Bis bald, euer Adel.